ein Pferd gerufen. Und es würde mich nicht wundern, wenn es aussieht wie ein Döler. Aber vielleicht Wo ist es denn? gerade nicht. Ich habe zumindest gepfiffen. Ich glaube, es Da kommt's. Ah! Das ist ja... Ganz witzig, schön. was du übrigens machen kannst, ist, Gelungen, kannst dich ey. mal umdrehen, einfach aus Spaß, weil viele Leute wissen das nämlich gar nicht, wenn du noch mal vom Pferd runtergehst und renn doch mal einfach zu dem schwarzen Brett, dann neben das schwarze Brett. Und wenn du jetzt das Art-Zeichen auswählst, Das ist Moment. genau, Hier. das ganz rechte, Das haben wir, die Zauber haben wir auch Ja. noch gar nicht gezeigt. Sondern noch gleich, genau, ne? kannst mal hier auf den Zaun das anwenden. Das hast du es gewechselt, Ach so. wir haben quasi einen Quickslot. So, warte mal. Und so, und jetzt Genau. muss ich was drücken. Ah. Select. Da. Und jetzt. Oh! Physik? Ja, Physik? das ist, guck mal, jetzt kannst du da Kann rüber. ich da reingehen? Verrückt. Ist, Kann ich die ist hier schon mal auch von der Bank schmeißen? richtiges Next Gen hier. Ja, Nice. Also, ne, da kann man auch mal Sachen kaputt machen. also du kannst die ganzen Gegenstände, die Miles da auf den liebevoller Kleinarbeit in diese Hütten räumt, Auch wegmachen. kannst du dann in einfach. der Hütte wieder alles Also, wenn rumschmeißen. es dir nicht gefällt, Umdekorieren. machst es besser. So, jetzt ein Monster. Ja, also wenn du ins Startmenü gehst und dann auf Quests, ja, das Tutorial will natürlich uns jetzt die Weltkarte zeigen. Aber vielleicht können wir da mal einen Blick drauf werfen, ganz kurz. Das ist ja vielleicht mal interessant. Das für die heißt Leute. nochmal zurück, oder was? Ja, genau, auf die Weltkarte. Ja. Und wenn du jetzt rauszoomst, indem du den linken Joysticks nimmst, genau. Erstmal A drücken, weil das Ach so. Tutorial möchte, dass du es bestätigst. Ja, ja. Genau. Dann kannst du quasi hier ein bisschen rauszoomen. Genau, und dann kannst du dir das hier angucken. Guck mal, diese Fragezeichen sind jetzt freigeschaltet worden, weil du das schwarze Brett gelesen hast. Und quasi okay. Informationen von dem schwarzen Brett geben dir halt Informationen über Orte, die du besuchen kannst aus diversen Gründen. Nun, in diesem Fall ist es so, dass wir halt nur ein Dorf in dieser Region haben, weil es halt nur ein kleiner Ausschnitt aus der Open World ist. Deswegen hast du halt alle hier freigeschaltet. Also das hier ist jetzt nicht irgendwie das finale Nee, Level, eben. sondern das ist jetzt für auch als Demo nur Genau, da ein kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Aber was du ja noch machen kannst, ist zum Beispiel, wenn dir das allerdings zu wegführend ist und du lieber mehr so eine, ich sag mal, so eine Fallout-Experience von dem Spiel haben willst, dann kannst du jetzt Y drücken für Filters und dann kannst du zum Beispiel diese Filter alle ausschalten. Achso, dann wird mir das Dann alles kannst nicht du zum Beispiel angezeigt. Undiscovered Location kannst du hier ausmachen und dann verschwinden all diese Fragezeichen. Und dann Ach kannst so. du eben sagen, hey, ich möchte einfach in die Welt gehen, ich will nicht wissen, wo was ist, ich will es selber finden komplett. Ja? Okay. Ähm, Will ich jetzt nicht, ich will nee, jetzt ein genau. Monster Wenn du nehmen. jetzt weiter rauszoomst, dann kommst du eben hier in unsere Übersicht. Und das sieht jetzt nach sehr, sehr vielen Hubs aus, aber tatsächlich sind es gar nicht so viele, weil diese zwei zum Beispiel, Novigrad und Velen, sind tatsächlich nicht von einem Ladescreen getrennt. Okay. Das heißt, du kannst von einem direkt ins andere übergehen. Und wenn du jetzt da mal raufgehst, ich weiß, du hast gerade einen groben Überblick bekommen, wie groß White Orchard ist. Und jetzt hier mal ein bisschen rauszoomst weiter und einfach das bewegst, dann siehst du halt, dass es sich um eine ganz andere Dimension nochmal Ja. handelt. Also Und das heißt alles du gebaut? Alles. ausnahmslos. Sehr Ja. gut. Wenn Fabian sagt, er hat da was gemacht, lass dich nicht reinlegen. Das ist Ja, alles. also ich höre dir alles- sowieso nicht zu. Schade. Was? Ja. Okay, wahrscheinlich sind es die Secondary Genau, Quests. nein, es ist ein Witcher-Contract. Witcher-Contract. Wir gehen nämlich, wir sind ja Geralt, er ist ein Monsterjäger und jetzt gehen wir mal Monster jagen. Und da haben wir jetzt einen Vertrag gefunden und den können wir jetzt mal nachgehen. Den habe ich das jetzt aktiviert? Ja. Genau. Okay, da sehe ich jetzt oben den J-Punkt, da kann ich jetzt hin. Kann hier irgendwie sprinten? Achso, das zweimal drücken. Ah, ja. Und das Nette ist ja auch wirklich Ja, für, hier rechts direkt. oh, ich wollte gerade sagen, für die Dovis wie ich's bin, folgt das Pferd automatisch der Straße. Ne? Genau. Jetzt bin ich schon vorbei. Er wohnt hier in diesem Haus. Ach, das ging schnell. Er ist praktisch, ne? Ja, das ist einfach tatsächlich sehr anstrengend, wenn das Pferd bei so längeren Strecken dem Weg nicht folgt und du musst ständig justieren und korrigieren, da drehst du durch und du kriegst auch nicht so viel von der Landschaft mit. Das stimmt. Genau, manchmal muss man sich ein bisschen umgucken, um Ja. sein Ziel zu finden. Und da hilft das schon gemein.
Hier geht es also um ein Monster in einem Brunnen, wenn ich jetzt den Namen der Quest richtig entnehme. Und wir sind ja noch so früh im Spiel, dass man sieht, der Geralt hat ja rechts immer so einen Haken. Da kann er also Überreste erlegter Monster aufhängen und die geben ihm irgendwelche Boni. Und dieser Haken ist im Moment noch leer. Das soll sich hoffentlich bald ändern. Was Geralt aber auch macht jetzt ist, er hängt am Sattel seines Pferdes. Ah ja, das habe ich auch schon in Screenshots gesehen. Ich habe ja bislang, um nicht gespoilert zu werden, ganz wenig nur von dem Spiel mir angeschaut. Also nur die einschlägigen Trailer. Aber ich freue mich da wirklich so drauf, dass ich möglichst wenig eigentlich davon... Wir haben auch noch gar nicht so viel gezeigt. Also viele Leute denken immer, Mensch, jetzt zeigen sie hier wieder 5 Minuten Gameplay und ihr Spoiler-Schweine geht weg. Alles verraten, aber es ist wirklich immer nur, man kratzt immer so ein bisschen an der Oberfläche, was dann wirklich alles drinsteckt mit diesen ganzen 100 Stunden, was man immer so hört. Also die Leute, die es dann spielen, selbst wenn sie sich alles angeguckt haben, klar gibt es ein paar Szenen, wo du was weißt, keine Frage, aber die werden dann noch so viel sehen. Ja, also da muss keiner Sorge haben, dass er jetzt irgendwie durchs Spiel läuft und sagt, ach, kenne ich aus dem Trailer, von wegen. So, der hat also jetzt irgendwie ein Monster in seinem... Ich sag ihm gleich durch, helft dir und mach dir keine Gedanken. Schon falsch? Nee, falsch natürlich nicht, aber du kannst als Monsterjäger diesmal in dem Spiel auch den Preis verhandeln. Wirklich, da gibt es ein kleines Minispiel, wo du sagen kannst, ach, das reicht mir, das ist zu gefährlich. Okay. Ich will für dieses Monster mehr Geld haben und dann kannst du eben entsprechend da ein höheres Kopfgeld verlangen. Aber ich bin halt, wie gesagt, so ein netter Kerl, dass ich dem jetzt auch nur seine Sachen klaue. Das mache ich nicht. Würde er es merken? Er hier nicht, nein. Solange keine Wachen explizit in der Nähe sind, legt sich keiner mit Geralt an. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Der sieht ja halt auch wirklich geil aus, wenn ich das mal so sagen darf. So. Vorsicht, Frau, ich komm hier lang. Und wie gesagt, ich kann das gar nicht oft genug betonen, das ist wirklich diese kleine offene Welt-Teil, den wir jedem Spiel als Einführung darstellen, ist halt wirklich eine Simulation der offenen Welt. Dass du halt hier wirklich, du kannst rausgehen, Sidequests machen, alles, Sachen in der Wildnis finden, nur halt in einem kleineren Ausschnitt der Welt und eben in einem relativ sicheren Umfeld. So. Ja. Was soll ich machen? Find the Spirit. Muss ich genau suchen? Also das ist jetzt ein sehr klassisches Schema, wie unsere Monsterjagden ablaufen. Die roten sind irgendwie questrelevante. Genau. Okay. Richtig. Also das Gras ist angesenkt. Das sagt natürlich dem erfahrenen Monsterjäger sofort irgendwas. Das heißt, das, was gelb leuchtet, sind Sachen, mit denen ich interagieren kann. Also im Zweifel irgendwelche auch Kräuter, die ich sammeln kann. Ich nehme das hier einfach mal mit. Ein großer Sammler im zweiten Teil schon gewesen. So. Muss ich hier noch was explizit suchen oder kann ich auch mal in diesen... Ach, da war ja noch was. Das ist mir glatt empfangen. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a Noon Wraith. Ein Noon Wraith, das hätte ich auch sofort gesagt. Persönlich wäre es immer cool zu sehen, wie Geralt diese Schlüsse halt zieht und wenn man sich die Gegenstände ansieht, dann kann man das auch schon selber nachvollziehen, wenn man das Wissen hat. Das ist doch bestimmt da unten irgendwie. Genau, jetzt kannst du entsprechend hier ins Startmenü gehen und dein neu erworbenes Wissen kannst du nochmal nachschlagen im Glossar. Dann das Bestiary. Unter Spectres. Ja, Achso, und das ist quasi eine Übersicht über all die Monster, die du halt bisher getroffen hast und über die du mehr Informationen gefunden hast. Und diese Informationen, die du halt hast, da stehen halt Sachen im Text, zum Beispiel über Verhaltensweisen dieses Monsters, aber eben auch kannst du hier nachsehen, was die Schwächen dieses Monsters sind und wie du dich entsprechend vorbereiten kannst. Und einige Monster werden deutlich leichter, wenn man sich vorbereitet und sind sehr, sehr schwer nur besiegbar, wenn du unvorbereitet bist.
Das heißt, dieses Viech reagiert verwundbar auf diese 3 Geschichten, die ich da unten Genau, sehe. Also also eine das Bombe, was ist das Rote? Du kannst runtergehen tatsächlich, wenn du mit dem Joystick, Ach so. da siehst du eine Moondust-Bombe, dann haben wir hier ein bestimmtes Waffenöl, das du benutzen kannst und eben das Irdenzeichen. Das Irdenzeichen ist diese Falle praktisch, Genau, ne? genau. Okay, das heißt, die stelle ich mir jetzt schon mal auf die Quickslot-Taste. Die können wir bestimmt später, Geralt kann das am Anfang des Spiels auch alles schon, diese Ja, Zauberkräfte. genau, Die muss man genau. also nicht nochmal extra. Während des Spielverlaufs kannst du sie eben ausbauen. Ja, okay. So, und Alright. jetzt ist eben unsere Mission, den Geist zu finden. Hier kannst Ach so, du zum Beispiel das- wieder das A-Zeichen anwenden. Gibt's das irgendwie, kann man das irgendwie schneller steuern? Also auf dem mit dem Keyboard habe ich wahrscheinlich für jedes Ja, eine wir haben es Taste, vorhin ne? aus Versehen gemacht, aber ich weiß selber gar nicht, wie es mit dem Joystick funktioniert. Also du hattest vorhin aus Versehen auf das Igni-Zeichen gewechselt. Ja. Also es gibt quasi eine Möglichkeit, schnell zwischen den Zeichen zu wechseln, ohne Ich dass könnte es euch Rad jetzt sagen, aber Weißt du wie? nee, mach ich nicht. Aber es geht. Es geht. Ich weiß das selber nicht, wie es funktioniert. So, das heißt, ich benutze hier nochmal meine Fähigkeiten, finde hier spontan nichts rot leuchtendes. Das Nette ist ja auch, man kann sich das dann wirklich, wenn man diese Welt so wirklich erleben will, dann kann man das ja auch alles entdecken ohne diese Genau, also du Fähigkeit könntest des hier auch Hilfs ohne zu diese Quest, also ohne ihn mit Odolan, heißt er, glaube ich, der Vertragstyp. Mit dem Und hättest du nicht reden müssen. Und ich könnte jetzt auch, also das Examen würde jetzt auch auftauchen, auch wenn, auch wenn ich Das das ist von nicht Quest vorher zu Quest unterschiedlich. Okay. Natürlich, einige Quests müssen bestimmte Stadien erst triggern. Also vielleicht liegt die Leiche dann da noch nicht, ja, wenn du da bist. Also. Hier habe ich also jetzt eine Leiche gefunden, die erstochen worden ist. Außerdem ein Buch, das nehme ich mit. Und da lerne ich wieder was. Wahrscheinlich Das kannst du über die lesen, ist optional. Geschichte, das spare ich mir jetzt mal. Aber auch da können eben manchmal Informationen drin sein, die dich eben in deiner Quest und auch in den Entscheidungen, die du vielleicht jetzt in diesem Fall nicht, aber Entscheidungen, die du treffen müsstest, die können dir dann vielleicht leichter fallen. Oder eine gezieltere Entscheidung getroffen werden, wenn du eben mehr darüber weißt. Also hier ist wohl eine Frau verletzt worden und blutend aus der Hütte geschleppt worden. Weil du es gerade übersetzt, wir hätten es natürlich auch auf Deutsch spielen können. Du kannst wechseln. Du kannst sogar kombinieren, wenn du sagst, du möchtest Deutsch mit englischen Untertiteln. Oder du möchtest, das kannst du bunt mischen. Also ich weiß gar nicht, warum wir Englisch jetzt auf mit Englisch deutschen spielen. Untertiteln. Wahrscheinlich, weil wir alle so international sind. Ja. I didn't quite English get is that. cool. Did you say that in English? Yeah, sure, I Because could, my German but, is not. you know. Wir sind doch hier in not that Berlin good. auch. Yeah, and also da spricht man apparently das. everyone in Berlin started speaking English a while ago. So, oh, da ist der Geist. Habe ich jetzt auch schon mein Zeichen angemacht? Nee, so. Die setze ich noch, die greift mich aber spontan nicht an. Also ist jetzt nicht, Stellt der Herr auch fest, ne? ja, heißt jetzt nicht, dass die böse ist, denn vielleicht ist sie auch nur ein armes Opfer. Denn auch das zeichnet so ein bisschen die Witcher-Welt aus, dass es eben nicht alles so schwarz-weiß ist, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Vielleicht, na jetzt habe ich aber wohl irgendwas, jetzt greift sie mich doch an. Na gut, ja, ich habe es gut gemeint, aber dann jetzt wähle ich sie mir erstmal als Gegner aus. Diese Sau. Das ist jetzt tatsächlich auch mein Siehst du, erster wie sie Kampf, sich- das heißt, ich kann da jetzt durchaus das mal verkacken. Du siehst quasi, wie sich ihre Gestalt verändert, wenn sie innerhalb des Irdenzeichens ist. Das habe ich nicht gesehen, dafür war ich zu okay. aufgeregt, aber gut, dass du Siehst sagst. du, wie es sich jetzt geändert hat? Ah ja, okay. Normalerweise wird man sagen, dass das Irdenzeichen halt... Das Irdenzeichen halt Monster verlangsamt, aber einige Monster werden halt anders davon beeinflusst. Ah, okay. Und hier ist es halt so, es nimmt deutlich weniger Schaden außerhalb des Radius. Und wenn du es im Radius hast, kannst Okay. du es überhaupt erst verletzen, wirklich. Die ist jetzt aber wieder verschwunden und es Genau. hieß auch kurz, naja, ich muss wohl mehr noch herausfinden über das Ding. Muss im Zweifel zurück ins Dorf und Ja, Geralt Und meinte, die- als wir vorhin an der Tür waren, dass wir doch mal am Brunnen nachsehen sollen. also, das ist fast naheliegend. Ah, ein Seilchen.
Jupp. Was kommt jetzt? Bloodstains. Almost faded. But the line's taut. Also das Seil ist Something's not right. spannend. Da hängt also irgendwas dran, offensichtlich. A corpse. Hanged Oh. by the bucket rope. Da hängt eine Leiche. Hier. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, Hättest jetzt aber auch judging by du the sein teeth. können. Breite Hüfte, schmales Ja, schmale genau, Kiefer. ein fehlender Arm. Ja. Ja, Need to cremate the remains. Wieder Gamescom, ne? Ja. Macht so halt. ja, da sind wir wieder. Also das ist also die offensichtlich die Leiche dieses Geistes. Und jetzt muss ich sie zum einen Wearing something heavy. begraben, aber dann noch das finden, was sie eben in dieser Welt hält. Und das ist offensichtlich ihr linker Arm, der ist nämlich ab. Kannst du mit Ja, B und- quasi dem ganz rechts im Knopf, genau. Ja, genau. Springen ist ja auch was Neues. Das konnte er früher auch nicht. Nee, hat er auch jetzt gelernt. Ja, Genauso im wie das zweiten hier, Teil. Schwimmen. Ja, Schwimmen, Tauchen, Ja, und wenn du jetzt nochmal X drückst, die blaue Taste. Ah! Nee, X. So. Okay, erklärt X dir runter, B Spiel auch rauf. das Spiel erklärt es auch nochmal. Kannst du halt nicht hier. das. Runter. Ich sehe schon, komm, das wird auch eine Fähigkeit. Oh, guck mal hier, ich kann purzeln. So. Das wird auch wieder eine Fähigkeit sein, die man upgraden kann. Ah, Ah, sehr gut. Nee, B. So. Ach, Sprintschwimmen kann man auch. Gut, ich drehe jetzt hier noch ein paar Runden. Nee, eigentlich. Hier, jetzt muss ich hier auch wieder raus. Hier, nehme ich mal an. Nicht. mit B dann entsprechend. Wenn du nah dran. Weiß nicht, ob Natürlich das B, hier geht. aber Das hier ist zu geht hoch. es gerade nicht. Das ist zu hoch für mich. Also das ist zu hoch für mich, aber da geht's. Leicht suggeriert. Ja, nochmal hier mein Witcher Black. Lucky not to come up at Auch geil, die Klamotten sind sogar dunkler geworden. Kann Ja. das sein? Ja, die glänzen auch ein bisschen nass. To Claire from Volker. It must have belonged to in the well. Also, Volker. Lovely craftsmanship, Volker Racho. but I'll have to burn it with Wow. Ja, den da wollte ich schon immer mal bringen. Als kleine Reminiszenz an 1-2. Füße hoch, der kommt tief. Ja, Da liegt noch was. Ach, gut, kurz noch ein paar Pilze sammeln. Puffball. Ja, kannst du, soweit ich weiß, kannst du mit eine Bombe machen, die heißt Devil's Puffball. Das ist die, die so Gas verteilt und das kannst du mit Igni in Flammen stecken. Was? So, Ich Komm ich glaube, wieder sogar- raus? Ja, ja, hinter dir ins Wasser und dann tauchen. ach so, da gibt es, okay. Ja, muss sich erstmal daran gewöhnen, dass Geralt jetzt auf einmal diese ganzen neuen Movement-Sets hat. Genau Vorteil, daran ne? liegt es. Es Also- liegt nicht daran, dass ich ein totaler Gamepad-Kacknoob bin. Aber das ist sogar unter Wasser schön. Ja, wir versuchen vieles schön zu machen in unserem Spiel. Also, Kann er unter Wasser auch kämpfen? Zum Glück. ja, tatsächlich. Also man merkt halt mit vielen Monstern, die besonders auch im Wasser leben, dass Geralt sich wirklich in deren Reich dann befindet und Okay. Geralt da eigentlich eher unterlegen ist. Aber du kannst dann später, kriegst du noch eine Armbrust, die du benutzen kannst und die kannst du unter Wasser einsetzen. Okay. Nein. Boote gibt es Runter. natürlich auch. Das heißt, du kannst dann auch auf dem Meer rumsegeln. Samt Gegnern. Das Ja, kann genau, auch und das ist Tage echt und cool, weil Jahre dein spielen. Boot hat auch so eine Art Schadensleiste und ein Schadensmodell. Das heißt, wir haben so Sirenen, die fliegen rum und können dann landen, sich an dein Boot setzen und das Boot in Stücke reißen. Und das sieht man dann auch. Ich weiß nicht, ob ich das will. Tauch auf! Prepare for this fight. Brew some faith oil. Drink some potions. Okay, das heißt, ich habe ja in diesem Bestiarium auch gelernt, dass die Genau. auf bestimmte Öle reagiert, wie eigentlich jede Frau. Ja. Da wir jetzt allerdings auf der Höhle. Story-Schwierigkeit spielen, ist es jetzt nicht notwendig, das zu Das sagst du. Ja, Du hast aber noch nicht gesehen, wie ich mit dem Gamepad spiele. Von daher. Das heißt, ich würde jetzt doch tatsächlich. Also jetzt, das ist nochmal der Hinweis, bereite dich vor, jetzt kommt der Kampf, also, aber ich kann jetzt dann wieder zurückrennen. und genau, dann, du kannst jetzt quasi dich dem direkt Wir probieren widmen. das mal. Du hast dein Brot. Ich habe ein Brot, dann Ja, hau ich mir also- auch gleich mal eins rein. Das ist auch, man sieht es an einer kleinen Einblendung, also das heilt nicht sofort, sondern ein bisschen über Zeit.
Gut, das habe ich schon gelernt. Silbernes Schwert ist hier, wie schon im zweiten Teil, silbernes Schwert ist gegen Monster und Geister und das normale Stahlschwert ist gegen menschliche Gegner, aber Genau. das Viech ist offensichtlich... In den Büchern. Auf Nase! Kannst du Nase! erstmal zuerst vernichten, wenn du möchtest. Ja. Um mal zu üben. Aber den flemm ich weg. Aber ich finde was so Geralts Charakter und auch den Oh, Schwein. Charakter des Spiels so ein bisschen rausbringt, ist eben, dass Geralt in den Büchern selber sagt, dass beide Schwerter für Monster sind, wenn er gefragt wird. Hast du jetzt den Hasen verbrannt? Ja. Nein. Nein, der ist da ins Unterholz. Ich glaube, Da, wo dieses... stehst du gerade noch mit deinen Füßen auf Nein, Ja, nein, doch. nein. Doch, doch. Nein, wo ist jetzt der Geist? Jetzt lenkt mich nicht ab, Weil Fabian. ich klopfe mir die Tierschutzvereinigung an. die Tür. Hier, ich habe die Pilze habe ich gebraten. Das hast du jetzt vielleicht verwechselt.